Yay. Ich dachte mir, ich muss noch ein zweites Thema ansprechen, weil es mich auch, also es wurde gefragt und ich fühle mich leicht schuldig dabei, dass ich das bisher noch nicht geschafft habe, das anzusprechen. Aber das Ding ist, warum Estland als Austauschjahr? Das ist schwer zu beantworten und man bekommt immer diese Frage so, ja, warum denn eigentlich nach Estland? Und ich kann es nicht wirklich beantworten, ich kann einfach nur ein paar Gründe sagen, die einfach für mich dafür gesprochen haben. Erstens, es ist einfach eine wunderschöne Natur. Also ich blende mal nachher hier noch so einen Rundblick ein, so von wo ich gerade mein Video gedreht habe. Und es ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsplätze hier. Und gut, ich wohne ganz im Norden, ich wohne auf so einer Halbinsel, die über Tallinn ist. Und das heißt, mein Zuhause ist ungefähr 100 Meter vom Meer weg. Also ich bin jetzt gerade an einem anderen Strand, der ist vielleicht 400 Meter weg. Und das heißt einfach, wenn schönes Wetter ist, kann man einfach nach der Schule an den Strand gehen, man kann sich einfach hinsetzen, man kann einfach die Natur genießen. Und das ist super toll. Dann der zweite Punkt ist, es gibt Spezialprogramme in Estland, das heißt, man kann sich spezialisieren, das ist dann ein bisschen teuer, weiß ich nicht. Ich glaube, als ich gegangen bin, war es 7.200 und ist jetzt wahrscheinlich bei 7.700 oder so. Und zwar kann man sich spezialisieren auf Musik, Kunst, Theater und Film und Natur. Und zum Beispiel in einem Naturprogramm macht man einmal im Monat Trips, wo man einfach sozusagen in die Natur rausgeht und einfach die Natur für einen Tag erkundet. Im Theaterprogramm hat man immer spezielle Filmprojekte und man ist immer an einer Schule, die zum Beispiel eine Theatergruppe hat und die das eben speziell fördert. Und Filmprogramm ist man an der Filmschule und hat da eben spezielle Projekte und das ist eine mega coole Möglichkeit. Das hätte ich auch gern gemacht, aber das Ding ist, es gibt sehr, sehr gute Stipendienmöglichkeiten für Estland, aber eben nur, wenn man das normale Programm macht. Das heißt, wenn man eins von diesen Special-Programmen macht, dann kann man sich leider nicht für Stipendien bewerben. Da ich das damals gemacht habe, habe ich mich auch nicht für ein Spezialprogramm angemeldet. Dann Estland hat eine wunderbare, einzigartige Sprache, 14 Fälle, scheiße zum Erlernen, aber es lohnt sich. Vor allem die Esten sagen immer, egal wie scheiße man Estnisch spricht, ja, du bist ja viel, viel besser als die ganzen Russen hier. Das hört man einfach jedes Mal, aber es freut einen trotzdem. Es gibt halt in Estland eine Minderheit von Russen, also in Estland leben um die 1,3 Millionen Menschen und 300.000 davon sind ausschließlich russischsprachig. Das heißt, sie sprechen halt auch kein Estnisch. Es gibt eine ziemlich bekannte Stadt in Estland, das ist Narva. Und wenn man dorthin geht, dann kann es einfach sein, dass kein Mensch Estnisch spricht. Wir machen jetzt auch dann einen Trip hin, wo ich aber nicht mitfahre, da ich da was anderes, also habe ich keine Zeit. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich lerne gerade Estnisch, dann brauche ich mir auch nicht die Stadt anschauen, wo keiner Estnisch spricht in Estland. Aber ich glaube, es ist eine sehr interessante Möglichkeit auch. So, Estland ist relativ unbekannt und klein, aber es liegt eben in Europa und das macht es gerade auch nach dem Austauschjahr einfach einfacher, wieder zurückzukommen. Und gerade ich habe mir jetzt auch wieder einen Flug zurückgebucht, einfach weil ich meine Freunde dann im August wieder sehen möchte. Und ich weiß ja, was Flüge in die USA zum Beispiel kosten und einfach nach Nordamerika, Südamerika, das ist einfach wahnsinnig teuer. Und ich zahle jetzt für meinen Hin- und Rückflug nach Estland im August, wo ja Ferienzeit ist, also in Estland sind Ferien und in Deutschland sind auch Ferien. Und dafür zahle ich 250 €, ein bisschen drunter. Und das ist dann einfach super, super günstig eigentlich und dafür lohnt es sich halt dann auch wirklich sozusagen in Estland also in Europa zu bleiben und in einem kleinen Land und das ist echt super. Und dann, Estland ist technologisch sehr, sehr weit entwickelt. Das merke ich auch gerade einfach, dass zum Beispiel ich schaue schon auch ein bisschen auf die Umwelt und zum Beispiel in Deutschland hat man zumindest, also ich komme jetzt aus München, da hat man immer solche Streifenkarten, die muss man jedes Mal abstempeln, bevor man mit der Bahn fährt zum Beispiel. Und hier geht einfach zum Beispiel auch alles über Bustickets, das geht alles elektronisch, das heißt man hat eine Magnetkarte, hält die dahin und dann bezahlt man so sein Ticket. Und das heißt, man hat halt einfach gar kein Papier und damit, es ist elektronisch sehr weit und gerade auch mit der ID-Card. Das heißt, wenn man Bewerbungen schreiben muss, was ich gerade aus dem Ausland mache und dann muss man diese ganzen Sachen ausdrucken, unterschreiben und nach Deutschland schicken und in Estland macht man einfach alles online und das finde ich schon, das ist eine sehr coole Erfahrung. Dann, meiner Meinung nach hat Estland ein sehr gutes Schulsystem. Gut, ich bin auf einer der Elite-Schulen, das heißt, meine Schule ist einfach ein bisschen anspruchsvoller, aber
im Grunde finde ich das sehr, sehr gut, dass die Schüler bis zur 9. Klasse alles zusammenbleiben, also bis zur 9. Klasse in die Grundschule gehen, was bei uns dann der Hauptschulabschluss ist. Und danach werden halt die Schulen gewechselt zum Gymnasium. Also es gibt sowas wie Hauptschule und Realschule gibt es nicht, es gibt dann nur Gymnasium. Und es gehen einfach auch 90% der Schüler gehen aufs Gymnasium, einfach weil sehr hohe, also Bildung wird sehr, sehr hoch geschätzt in Estland. Und das finde ich gerade sehr, sehr wichtig, weil ich einfach denke, dass man mit Bildung so viel erreichen kann. Dann, YFU Estland ist sehr, sehr familiär und einfach es sind jedes Jahr ungefähr 30 Austauschschüler in Estland und dann kennt man halt einfach jeden und die ganzen Volunteers, also die ganzen Freiwilligen. Man kennt sich einfach persönlich und das ist einfach, in Deutschland war das eben nicht so. Also in Deutschland hat man immer so viele Leute, einfach weil in Deutschland 82 Millionen Menschen leben und in Estland wohnen einfach nur 1,3 Millionen Menschen. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, auch wenn man, keine Ahnung, wenn man eine Theateraufführung anschaut und dann sagt einem die Freundin, ja, also der ist mein Nachbar und das ist der Freund von meinem Kumpel und man kennt sich über 2 Ecken, kennt man sich sowieso immer. Und das hatte ich so vorher noch nicht erlebt. Natürlich in einem kleinen Dorf kennt auch jeder jeden, aber gerade hier auch einfach in Tallinn und wenn man dann von der Schule heimgeht und meistens trifft man auch irgendwen auf den Straßen, den man kennt und das ist einfach, keine Ahnung, ich finde das super. Dann, Estland ist relativ billig. Das ist richtig, also so als Austauschland. Natürlich ist ein Austausch sehr, sehr teuer und ich habe für meinen Austausch 5.300 € bezahlt. Im Moment liegt der Preis für Estland bei 5.700 für dieses Jahr. Aber es ist einfach sozusagen, dadurch, dass es noch irgendwie so, natürlich zählt es irgendwo zu Nord- und Osteuropa, aber es ist eben nicht so teuer wie Skandinavien und gerade auch so von den Lebensmittelpreisen und den Lebenserhaltungskosten ist es einfach nicht so teuer. Und dadurch bietet sich es eben auch an, sozusagen, es ist einfach von der Mentalität und von der Kultur her, es ist fast wie Skandinavien, es ist einfach nur nicht so teuer. Und das ist super. Dann, wer Kartoffeln und Fleisch mag, sollte unbedingt nach Estland kommen. Das gibt es hier ungefähr jeden Tag. Und gerade auch, also in der Schule zum Beispiel bekommt man Essen und dann gibt es einfach jeden Tag irgendwie so Kotelett und Kartoffeln und gut, man kann sich noch irgendwie so einen Krautsalat dazu nehmen, aber meistens gibt es einfach Kartoffeln. Dann, ja, zur Mentalität, es ist wahnsinnig toll in Estland und natürlich ist es am Anfang, denkt man sich immer so, ja, die Esten sind ein bisschen kalt und ja, man muss eben viel mit ihnen reden und damit man eben warm wird. Aber wenn man dann sozusagen mal diese Freundschaften geschlossen hat, dann findet man hier einfach die wundervollsten Menschen und super gute Freunde und einfach sozusagen sein zweites Zuhause. Und das ist super schön. Dann Laulupido, also das Sängerfestival. Das gibt es hier alle 4 Jahre. Das ist sehr, sehr, sehr groß und da gibt es Zeiten, wo es einfach da performen 150.000 Menschen und die singen gemeinsam. Und gerade wenn man sich das auf YouTube auch ansieht, das ist einfach wahnsinnig berührend und gerade auch, wenn man dann sozusagen so mit den Esten mitfühlt und wenn sie die Nationalhymne singen und man kann mitsingen und wenn 150.000 Leute die Nationalhymne singen, dann ist es einfach wahnsinnig berührend. Und gerade auch sozusagen von diesem Nationalstolz, was ich aus Deutschland überhaupt nicht kenne, ist einfach in Estland sehr, sehr weit verbreitet und man sieht auch überall eigentlich Flaggen. Und gerade auch bei sowas wie Unabhängigkeitstag gibt es irgendwelche Paraden und alle Leute schwenken Flaggen und ich finde das sehr, sehr schön, einfach weil ich das aus Deutschland ist ja sozusagen, jeder Nationalstolz ist mit Nationalsozialismus verknüpft und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber gleichzeitig ist es einfach in Estland, die sind einfach so stolz darauf, dass sie sind ja einmal unabhängig geworden 1918 und dann eben 1991 nochmal, als die Sowjetunion dann eben sich aufgelöst hat. Und ich selbst, obwohl ich nicht Este bin, fühle ich mich stolz, dass ich sozusagen hier bin und ich fühle mich auch irgendwie als Este und man ist stolz darauf, dass dieses kleine Mini-Land in Nordeuropa seine Unabhängigkeit erlangt hat. Und das ist super toll. Dann, kalte Winter. Wer kalte Winter mag, der muss unbedingt hierher kommen. Also in den ganzen Reiseführern steht da immer drin so, ja, Winter bis minus 25 Grad, kann schon passieren in Estland. Wir hatten in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar, glaube ich, hatten wir minus 31 Grad. Das war kalt. Aber es war eine mega gute Erfahrung. Es hat
mega Spaß gemacht und also ich war einmal ganz kurz draußen und man hält es halt einfach wirklich nicht länger als 2-3 Minuten aus und dann geht man wieder rein. Aber einfach sozusagen, das ist ja in Deutschland eigentlich nicht möglich. Also im Süden Deutschland minus 30 Grad, gerade jetzt beim Klimawandel, das wird ja sowieso nie passieren. Ja, und dann war es das auch schon. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und so, was so ein paar Gründe sind, nach Estland zu gehen und naja, wer Lust hat, einfach herkommen und selbst ausprobieren und ist mega toll hier. Okay, ich dachte mir, ich muss jetzt noch für euch so ein kleines Sprachbeispiel in Estnisch aufnehmen. Und zwar, no, minu nimi on Sara ja ma olen sakslane ja ma olen vaidlusõpilane Eestis. Ja ma tulin sellepärast, see loodus on väga-väga ilus ja see koolisüsteem on ka väga hea ja no ma tahtsin Euroopas olla, sest see ei ole nii kallis nagu kui ma lähen USA-sse või midagi ja siis see oleks väga kallis ja kui ma tahan tagasi minna ja siis see on ka mingi 1000 eurot või midagi. Ja noh, sellepärast ma tulin Eestisse ja ma loodan, et võib-olla keegi, kes vaatab seda, no kas kui nad tahavad ka tulla, siis see oleks väga tore. Noh, aitäh! Danke fürs Zuschauen und bis bald!